Der Sponsor hat einen Bonus bezahlt, der Hauptsponsor. Ja, niedlich, für die Meisterschaft 63.000 zu bekommen. Ich glaube, die Sponsorverhandlungen sollte ich dann vielleicht doch mal selber übernehmen. Ja, das stelle ich mal eben schnell ein. Das ist ja gar nichts. Reservemannschaft kann so bleiben. Ablöseforderung will ich auch wieder selbst übernehmen. Strafen und Vorschläge darf er ruhig machen. Mitarbeiter einstellen tue ich, verlängern kann er machen. Zur Not mache ich das selber. Ja, Sponsorenverhandlungen will ich auch wieder selbst übernehmen. Der Infrastruktur. Die Eintrittspreise lege ich auch wieder selbst fest. Da gucke ich auch mal rein, was da los ist. Aber das lasse ich ihn weitermachen. Ich kann ja vorher noch mal gucken, was die Mitarbeiter so sagen. Haben wir denn noch Vertrag? Bis 21, also bis nächstes Jahr. Dem Co-Trainer könnte ich noch mal einen Vertrag verlängern. 24 und ihm ein bisschen mehr Gehalt bieten. In der ersten Liga verdient man ja doch ein bisschen mehr. Und die anderen beiden gucke ich dann mal. Vielleicht hole ich mir noch andere. Gut. War das hier, war das, glaube ich. Da setzen wir die minimale Ablösung mal auf den Marktwert und die Forderung auch. Und dann erhöhe ich die Forderung einfach, bis es nicht mehr geht. Ich will ja im Moment eigentlich keinen verkaufen. Dann gucken wir nochmal Kartenverkauf. Was stellen wir denn da mal ein? Mit Top-Zuschlag, es war ja bisher immer ausverkauft, aber empfohlene Eintrittspreise 11, Sitzplätze 22. Aber eigentlich passt das ja. Man kann hier weiter die Tickets machen lassen. Er hat ja genau die empfohlenen Eintrittspreise. Dann überlasse ich ihm das wieder. Aufgaben übertragen. Das passt ja. Aber in der Infrastruktur, da war irgendwie ein Problem. Da machten wir nur miese. War ausverkauft. Gastronomie. Kommt man das nochmal sehen? Haben wir nur Verlust gemacht. Gastronomie hat Gewinn gemacht. Jedes Mal. Stadionheft, ja, das kostet halt. Hat auch Gewinn gemacht. Was richtig kostet, sind die Toiletten. Nahverkehr, es kostet halt. Kann ich die Toilettenkosten vielleicht senken? 3.000 genügt eine. Moment gehen. Wo ist denn das Stadion? Gucken wir das Stadion an. Da gehen dann danach 70.000 rein nächste Saison. Da müsste man 25 ist dann ein bisschen viel, oder? Aber will ich wirklich an Toiletten sparen? Nahverkehr müsste ich eigentlich eher noch hochgehen als runter. 30, 60, 75. Da sind wir bei 70. Das war ein bisschen Toiletten zu viel. Ja gut, aber auf das bisschen, Was meint der Chat dazu? 5 Toilettenhäuschen einsparen oder weniger Schlangen? Oh, ich bin eigentlich für weniger Schlangen vor den Toiletten. Da verzichte ich dann gerne auf den Stadiongewinn. Am 6.6., also zum Auftakt, sollte er wieder fit sein. Ja, Jano, nur mal gucken, ob wir einen Abnehmer finden. Griffiths findet noch in diesem Monat wieder fit. Das ist erfreulich.
Was steht noch an in diesem Jahr? Nicht mehr viel. Als nächstes, die Saisonabschlussfeier war jetzt. Spielerauszeichnungen finden noch statt. Und dann kommt der Sponsorentag. Am nächsten Tag geht es dann schon in den Urlaub. Das wird dann jetzt gleich relativ flott gehen. Können jetzt nochmal in die Nachrichten gucken. Talent hat man ja letztes Mal schon geguckt. Frank Hubert wird erhöht. Das hat sich ja ausgezahlt, den hochzuziehen. Sponsorenverhandlungen übernehmen wir wieder selber in der nächsten Saison. Robert Schul hat sich verletzt. Schopenhauer neue Erfahrungsstufe. Jugend braucht neue Trikots, 10.000, das ist okay. Und bei strömenden Regen, 12.965 Leute sind zum Rathausbalkon gekommen, um zu feiern. 3 Beliebtheitspunkte bei den Fans haben wir dadurch gewonnen. Man könnte noch mal gucken, ob im letzten Moment noch irgendeiner entdeckt wurde, der vielleicht noch ablösefrei ist. Ich schaue mal eben nach. Man kann ja Glück haben. Vereinslos. Das schon mal nicht. Die sind einfach alle relativ alt und bringen uns nicht wirklich weiter. Von Barcelona 2. Torriecher ist ein bisschen klein. Aber ist schnell. Aber mit 2 Jungen wäre halt kostenlos. Ich hoffe einfach mal drauf, dass der dann immer noch auf dem Markt ist, weil wenn der dann ohne Vertrag ist, kann der sofort Deutsch. Wenn man ihn dann verpflichtet. Da baue ich jetzt einfach mal drauf. Gut, dann lass ich mal weiter laufen. Spielerauszeichnung. Bester Spieler Pedro Henrique. Der hat eine super Saison gespielt. Justin Gießen, bester junger Spieler. Notenschnitt von 3,3. Leigh Griffiths mit 47 Toren, bester Torschütze. Liebling der Fans, Christian Günther. Fast 10.000 Trikots verkauft. Und am häufigsten Spieler des Spiels 18 Mal Leigh Griffiths, unser Torschützenkönig. Der Sponsor Wiesenhof will gerne einen Vertrag verlängern. Dann gucken wir uns das nochmal an. 29.000 und dann 3 Jahre. Lokaler Sponsor. Stimmt schon. Na gut. Aber nur weil es wirklich lokal ist. Ja, ich überlasse ihm die erstmal nochmal. Ich gucke mir das nächste Saison nochmal an. Wenn das Stadion dann steht. Da hat der VfL verloren. Ich glaube, das letzte Spiel sogar. Der Jugendspieler ist zu uns gekommen. Na, die 100.000 waren nicht wirklich wert. Ist schon 17. Litauer. Nun gut, er wird die Jugend verstärken. Aber er schafft es nicht mehr in die Mannschaft. Haben wir hier noch einen ohne Vertrag, den wir unbedingt übernehmen müssen? Ja, mit 51. Soll ich dem Vertrag anbieten? Dem Todoris Katsoris? Hat noch nicht mal Hauptposition Stürmer. Aber der könnte höchstens in der zweiten Mannschaft auf der Bank sitzen. Wahrscheinlich noch nicht mal. Wobei, da werden uns ja welche verlassen. Torhüter habe ich genug. Noch bessere. Nur Hakan brauche ich nicht übernehmen. Und ihn würde ich halt nur der Sterne wegen übernehmen. Schwierige Entscheidung. Den kann ich immer noch nicht hochziehen. Ich lasse das mal weiterlaufen. Und der Ausbau ist abgeschlossen vom Trainingsplatz. Dann können wir jetzt den dritten Co-Trainer suchen. Ausgezeichnet. Dann holen wir uns jetzt einen dritten Co-Trainer dazu. Vereinszentrum. Achso, wir haben kein Geld mehr. Stimmt. Da war was. Habe ich schon wieder vergessen. Dritter Co-Trainer. Nicht vergessen. Ja, den Co-Trainer haben wir ja schon. Stimmt ja.
Dann könnten wir den eigentlich mal entlassen und uns da einen neuen holen. Der mehr drauf hat. 97 Arno Michels? Ja, warum nicht? Co-Trainer, Taktik, Spielertraining 93. Der kriegt einen Vertrag, wenn er kommen möchte. Verdient mehr als ich? Na gut. Macht ja nichts. Die Bundesliga in Deutschland ist beendet. Meister in diesem Jahr, VfL Osnabrück. Erster Titel, zehntausende Menschen waren auf den Beinen. Pedro Henrique, bester Spieler der Saison. Leigh Griffiths, Torschützenkönig. Und selbst die Dortmunder freuen sich über den zweiten Platz. Kein Wunder, haben ihn ja am letzten Spieltag noch von den Bayern erobert. Und Köln, große Enttäuschung diese Saison. Sind, glaube ich, abgestiegen. Leigh Griffiths, 40 Tore geschossen diese Saison. Und das, obwohl er nicht die Elfmeter schießt. Torwart des Jahres, Manuel Neuer weiterhin. Das Duell. Pedro Henrique wurde Meister, ja. Ganz schön hohe Durchschnittsform von Pedro Henrique, fast 14. Heftig. 20 Vorlagen, 17 Tore. Und das Relegationsdrama. Leipzig bleibt der ersten Liga erhalten, hat sich gegen Düsseldorf durchgesetzt durch den Auswärtssieg. Und Elversberg gewinnt gegen Bielefeld und steigt damit auf. SAP möchte gern verlängern. Dann gucken wir doch mal. Nebensponsor, da gibt es schon ein bisschen mehr. 80.000. Ah, die wollen nicht mehr zahlen. Okay. Dann nehmen wir das halt, was wir kriegen können. Ewige Tabelle, da tauchen wir natürlich noch nicht auf mit einem Meistertitel. Bayern hat sich ein bisschen nach vorn gearbeitet. Der Mitarbeiter Maxi Merkel hat jetzt das Angebot angenommen. Hervorragend. Dann können wir jetzt die dritte Trainingsgruppe aufbauen. Sponsorentag wurde durchgeführt. Da kriegen wir vielleicht nächste Saison dann bessere Sponsoren noch. Und die Spieler gehen jetzt in den Urlaub. So, Trainingsgruppe. Wo war das Training? Das Training ist da. 3 Trainingsgruppen. Sturm. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war Sturm zuerst und dann Abwehr Mittelfeld. Bin mir aber nicht mehr sicher. Lass es erstmal so eingestellt, ich gucke das mal nach. Und hoffe, ich denke dran bis zur nächsten Folge. Wie hier die Reihenfolge war, das hatte Sisu angegeben, meine ich, beim Trainingsplan. Aber sollte nächste Saison ordentlich was bringen. 3 Trainingsgruppen. Oh, 2 Spieler nehmen an der Europameisterschaft teil. Robert Schul und Christian Günther. Sogar einen deutschen Nationalspieler. Ja, das ist doch mal was. Wie viel Urlaub sollen die kriegen? Ich finde ja, eine Woche muss reichen. Wir verpassen ja das ganze Trainingslager. Aber eine Woche Urlaub muss denen reichen. Geht nicht anders. Hoffen wir mal, dass sie früh rausfliegen. Christian Günther hat gespielt, 90 Minuten durch. Leider nur eine 4-0-Note. Deutschland hat 2-1 gegen Türken gewonnen. Die Türkei. Niederlande, Portugal 3-3. Pelé hat mitgespielt. Hat sogar ein Tor geschossen. Und Robert Schul 1-0 Österreich. Hat gewonnen. Da fällt mir wieder was ein. Lotto möchte gern verlängern, das machen wir zuerst. Lokale Sponsoren, also über 30 muss er kommen, ansonsten ist er raus. Okay. Oh, knapp 30 ist zu wenig.
Hier wollte ich noch rein, um hier bei den Baukosten nochmal hochzugehen. Dann können wir vielleicht noch irgendwas ausbauen. Gehen wir nochmal in die Infrastruktur. Vereinsgelände. Was wollten wir denn noch ausbauen? Was Kleines vielleicht. Medizinische Abteilung. Wellnesszentrum könnten wir bauen. Aber eigentlich brauchen wir auch mehr Geld. 4% bei Spielerverhandlungen. Gerade und ein lokaler Sponsor mehr. Die Million gebe ich aus. 19 immer noch über. Die nächsten Spiele. Deutschland hat 4-0 gewonnen. Günther hat wieder durchgespielt. Alle haben durchgespielt. Pelé und Schule auch. Nächsten Spiele. Günther wieder durchgespielt. Note 2-0 sogar bekommen. Die anderen beiden wurden ausgewechselt, Pelé und Schul. Österreich ist ausgeschieden. Portugal auch. Nur Deutschland noch dabei. Hischam Burkhardt. Wird wahrscheinlich für uns zu teuer sein. Aber noch interessanter ist der Charlie Kohlmann, glaube ich. Der ist 12,5 Millionen wert. Heftig, was Arsenal da in der Jugend hat. Oh, Taberg Turan, unser linker Verteidiger aus der Jugend, der wirklich stark ist, der auch übernommen werden wird wohl nächstes Jahr. Den biete ich wohl noch, oder soll ich dem dieses Jahr noch einen Vertrag anbieten? Könnte ich eigentlich machen. Der kann schon erste Liga spielen. Antritt 87 mittlerweile schon. Geht ja eh hoch. Ich glaube, dem biete ich einen Vertrag jetzt schon an. Oh, Frank Hubert hat ein Angebot über 440.000 von Derry City. Er ist aber 725 wert. Ich habe es in der zweiten Mannschaft vergessen. Macht nichts. Ich nehme ihn hier vom Markt. Stell das hoch. Änderungen übernehmen. Verhandeln, dann ist er nicht sauer und die können nicht verhandeln, weil er ist ja schon vom Transfermarkt genommen. Und dann gehe ich nochmal schnell hier rein in die zweite Mannschaft. Wie sah es da aus? Wer verlässt uns? Unsere talentierten Spieler. Die haben zwar alle viel Talent, aber die Stärke ist viel zu niedrig für die Liga. Das ist immer eine Schwächung gewesen, wenn die gebracht wurden. Müssen uns leider verlassen. Bringen leider auch nicht viel Geld ein. Minimale Ablöse auf Marktwert und dann Forderung Marktwert und erhöhen. Von denen will ich keinen verkaufen. Gut. Dann wollten wir hier den Spieler noch verpflichten. Wo ist er denn? Sehe ich nicht. Bin ich blind? Ah, das ist die A-Jugend. Sollte ich vielleicht auch hier gucken. Vertragsverhandlungen. Aktuelle Saison oder soll ich den zum nächsten dann verpflichten? Nächste Saison 3 Jahre, zweite Mannschaft. Mal gucken, was er dazu sagt. Aber eigentlich müsste der viel mehr Gehalt kriegen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Das Angebot für Frank Hubert ist schon nicht so schlecht. Und wir müssen bedenken, nächste Saison ist er in der zweiten Mannschaft. Taberg Turan. Er hat zwar gut gespielt, hat auch gutes taktisches Verständnis. Flanken hat er auch super drauf. Frohnatur und mediengewandt. Ist ein Eigengewächs. Und erst 20. Für 800.000? Hm. Wenn wir bedenken, dass er jetzt hochkommt. Die Frage ist natürlich, wie lange Taha hier in der zweiten Mannschaft spielen wird, weil mit den Werten muss er eigentlich sofort in die erste. Dann brauchen wir Frank Hubert in der zweiten. Ich werde das Angebot nochmal ablehnen.
Nike würde gern verlängern. Ja, gern. Nike, das ist mir zu wenig. Dann verlange ich lieber nächstes Jahr neu. Günther ist leider auch ausgeschieden. Warum ist Portugal? Hat gegen Polen verloren und Günther 1-0, 120 Minuten durchgespielt. Hm. Endgültiges Ergebnis des Lizenzierungsverfahrens. Wir kriegen keine Auflagen. So, und wir werden jetzt eine Festgeldanlage machen. Über 19 Millionen. Das Geld anlegen. Und schon haben wir nur noch 900.000, die wir versteuern müssen. Steuertricks in FM. So, Spieler, alles okay. Dann kann ich nochmal speichern gleich. Frankreich ist Europameister. Osnabrück auf Platz 16 mit den meisten Spielen, mit 55 Spielen. Manchester United hat sogar 63 mit Barcelona. Und Spieler des Turniers, 11 des Turniers sind Lewandowski ist drin, Kimmich ist drin. Von uns hat es leider keiner geschafft. Sissoko, Spieler des Turniers, Torschützenkönig, Griezmann und Töre. Deutschland eine Enttäuschung. Naja, wir sind zumindest nicht in der Vorrunde raus. Und die Auf- und Abwertungsrunde. Da von uns nur so wenig Spieler mitgemacht haben, mache ich die mal ein bisschen schneller. Wurde einer von uns aufgewertet? Gucken wir mal rein. Renato Sanchez wurde abgewertet. Nein, keiner unserer Spieler dabei. Da müssen wir speichern. Und dann geht es jetzt in den Saisonübergang. Wir haben jetzt einen Minusbetrag beim Bargeld, macht aber nichts. Zur nächsten Saison kriegen wir ein neues Geld und holen das dann von den Anlagen zurück. Hat wer gerade das Manchester Derby geguckt? So eine Nachspielzeit würde ich mir in meiner Bundesliga wünschen. 6 Minuten. Saisonübergang. Wir sind Erster geworden. Saisonziel war gesichertes Mittelfeld. Finanzergebnis 26 Millionen plus. 100% Auslastung, wird aber ausgebaut, also wird demnächst wahrscheinlich nicht mehr so sein. Haben uns etliche Spieler verlassen, die nicht mehr gut genug waren. Und leider haben wir 2 Finals verloren. Und das so knapp. Das waren echt Spiele. Unglaublich. Griff ist klar unser stärkster Spieler. Den möchte ich auch noch halten. Und wenn der dann in der Saison dann gehen möchte, dann darf er halt gehen. Wenn der Vertrag nicht verlängert. Zweite Mannschaft, 8. Platz geworden. Die Spieler der Saison. Und wer ist der jüngste, beste Spieler der Saison? Justin Gießen. Lake Griffiths war der effektivste und der beste war Pedro Henrique. Tops und Flops. Wir hatten den besten Sturm mit 105 Toren. Beste Heimteam, beste Auswärtsteam. Nur Dortmund hatte eine bessere Abwehr. Sorry, ich weiß, das ist immer etwas laut, aber
Alles positiv. Keine negativen Aspekte. Ich würde hinzufügen, es haben nicht wirklich alle Topspieler lange Verträge. Da sind ein paar dabei, da läuft der Vertrag demnächst aus. Mal gucken, was wir da machen können. Die Fernsehgelder. Da kam einiges zusammen. Auch die 29 Millionen tun uns schon seit Jahren jetzt, seit dem zweiten Jahr schon sehr gut. Jetzt dann das dritte Jahr in Folge. Da kann man echt was drauf aufbauen. Dortmund hat Bayern überholt durch die schlechten Saisons, die Bayern jetzt hatte. Einmal, ich glaube, noch Fünfter oder Sechster geworden. Dadurch ist Dortmund jetzt auf Platz 1 hier und kriegt 3 Millionen fast mehr. Na gut, 2. Saisonzusammenfassung. Barcelona hat die Champions League gewonnen. Manchester leider die Europa League. Da waren wir knapp dran hatten wir die Hand schon am Pokal. Supercup und Weltmeisterschaft hat Barcelona auch noch gewonnen. Jugendarbeit. Standard Lüttich hat die beste Jugendarbeit in Europa. Ne, weltweit sogar. Das ist was. Juventus Turin Zweiter, dann kommt schon Bayern München. Was hat sich geändert? Zuschauer waren begeisterter. Es kam mehr in die Liga. Transfer-Prestige ist gestiegen. Sehr gut. Und die Rangliste, da ist Deutschland abgeschmiert. Europas Top 11. Alaba bei Manchester City ist in der Top 11 gelandet. Und wer ist noch in der Top 11? Leigh Griffiths. Mit seinen 40 Toren hat er sich das verdient. Hoffentlich sorgt er in der Champions League dann auch für Furore. DFB-Pokal, erste Runde Auslosung. Das mache ich mal etwas schneller. Das dauert mir sonst zu lange, die ganzen Mannschaften auszulosen. Wir müssen nach Köln reisen, Fortuna Köln. Sandhausen hat die Bayern erwischt. Cottbus gegen Schalke. Und München 60 gegen den HSV. Oh, dafür wird es auch hoch hergehen. Magdeburg gegen Braunschweig. Ist ja schon fast ein Derby, sind sehr nah beieinander. Osnabrück in der Champions League mit Dortmund und München. Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim gehen in die Euroleague. Das sind doch mal Budgets. Da kann man noch was mitmachen. Achtelfinale in der Champions League sollen wir erreichen. Puh. Das ist mal eine Ansage. Internationaler Wettbewerb finde ich völlig okay. Es reicht, wenn wir die Euroleague erreichen über die Liga. Das ist nicht so viel Druck, das ist vollkommen in Ordnung. Nationalpokal-Halbfinale. Weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Ich bin gespannt. Hier bei den Transfers, wir brauchen schon Geld für die Transfers, aber 31 Millionen? Da würde ich lieber noch ein bisschen was ins Gehalt stecken. Da müssen wir nicht ein bisschen aufstocken. Unsere Spieler verdienen alle viel zu wenig. Ich speichere nochmal schnell ab. Spielervorstellung. Und Robert Schul ist gleich mal verärgert, dass wir neue Spieler kaufen. Aber ist Diego Lopez nur sein Ersatzmann? Die Nummer 15 ist für den okay. Vorstellen wollen wir auf der Webseite. Für Rese die 26 auch okay, ist der Nachwuchsspieler auf Webseite. Warum er sich jetzt ärgert, ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich haben die jetzt auch wieder einen Streit. Oh, hoffentlich zieht sich das nicht so lange hin. Oliver Winkler kriegen wir 1800 als Entschädigung.
Was steht noch an? Der Bericht. 14 Millionen haben wir jetzt, Pokalprämie. 100.000 für die erste Runde. 23.000 für die von der zweiten Mannschaft, glaube ich, der Pokal. Die müssen gegen FC Memmingen ran. Sponsor zahlt Bonus von 46.000. Das ist, glaube ich, auch das erste, was ich mache, ja. Sponsoring. Können wir den Vertrag auflösen? Der geht noch ein Jahr. 500.000 Kompensation muss ich zahlen. Die Frage ist, wie viel würden wir kriegen? Wir sind jetzt in der Champions League. Und die Prämien sind wirklich lächerlich. Ich versuche das mal. Kann sein, dass es jetzt viel Geld kostet, aber dann werbe ich mal Sponsoren an. Dann gucken wir mal, wer hier rankommt. Pyramide, Bandenwerbung, das sind alles noch frei, die Plätze. Okay. Dann gehen wir hier mal rein. Fitnessexperten holen, den Mentaltrainer holen. Trainingsgruppen passen noch. Ja. Langfristig müssen wir hier jetzt umstellen. Trainingseinstellungen laden. Wir brauchen jetzt die Bundesliga und Champions League. Erste Gruppe Sturm, zweite Abwehr, dritte Mittelfeld. Passt doch, super. Mal nachgucken. Dann fangen wir hier an. Saisoneröffnung. Tag der Jugend machen wir noch nicht. Wir gehen gleich ins Trainingslager. Und zwar nach Sylt fürs Teamwork. Dann machen wir einen Laktattest. Und dann fahren wir ins nächste Trainingslager nach England. Dann in der zweiten Woche können wir schon mal ein Testspiel machen. Werder Bremen 3. Das klingt vernünftig. Dann machen wir noch ein Testspiel. Zum Warmschießen. Dann geht schon zum Supercup gegen Bayern München, die ja uns im Pokal knapp besiegt haben. Danach mache ich einen Tag der Jugend. Im Dezember kommt dann das Fanclub-Treffen dran und am Freitag vorm letzten Spiel die Weihnachtsfeier. Dann mache ich hier nochmal ein Trainingslager, wieder in England. Und wie letztes Jahr am 1. den Sponsorentag. Dann geht es in den Urlaub. Und hier nach dem letzten nach dem Champions League Endspiel machen wir die Saisonabschlussfeier. Wir sind jetzt mal richtig optimistisch. Und dann kommt die Spielerauszeichnung. So, dann lösen wir hier das Geld auf. Festgeldanlage wieder auflösen. Haben sogar ein klein wenig Gewinn gemacht, haben jetzt 32 Millionen auf der hohen Kante. Und die wollen wir natürlich auch einsetzen. 25 haben wir für Transfers zur Verfügung. Die können wir sogar fast aufbrauchen. Wollen wir nochmal in die Jugend. Der kann raus, der kann gar nichts. Schauen wir hier mal rein. Was sagt die B-Jugend? Oh, da sind auch welche dabei, die gehen gar nicht. Tut mir leid, Tim Sebastian, du bist dafür nicht zu gebrauchen. Da sind ein paar dabei. Kann ich immer noch nicht rausnehmen. Aber Andreas kann ich nach Hause schicken. Daniel Schwind kann ich nach Hause schicken. Immer muss leider auch nach Hause gehen. Genauso wie Felix Hofer. Und Peters muss auch weg. Dann schicken wir die mal ins Trainingslager. Auch da nach England, ins gleiche, wo wir hinfahren. Beide Jugendmannschaften natürlich. Zweite Mannschaft. Nein, nicht Freundschaftsspiel. Trainingslager. Ab nach England. Da macht ihr ein Freundschaftsspiel gegen die Ditten, genau. Das passt schon mal gut. Damit hätten wir hier alles erledigt. Dann gehen wir in die Transfere, hier in Verträge. Ablöse vom Marktwert. Hochstellen. Zweite Mannschaft das gleiche. So, Vertragsende. Adam Bornhardt müssten wir verlängern. Der will noch nicht. Fragen wir mal nach, ob er nach dem Spielergespräch anderer Meinung ist. Nein. Müssen wir es in der Mittagspause wieder versuchen.
Rankovic möchte auch noch nicht verlängern. Thomas Bacher möchte auch nicht verlängern. Na gut. Von denen, die nächstes Jahr auslaufen, könnte ich Schatz versuchen. Der will auch nicht verlängern. Frank Hubert will auch nicht verlängern. Will denn gar keiner verlängern, Leute? Özgür will auch nicht. Daniel? Auch nicht. Und das meinte ich. Jetzt haben wir hier nämlich richtig Probleme in der ersten Mannschaft. Da laufen jede Menge Verträge aus. Und die anderen müssen wir auch noch, den kann ich noch nicht, weil der noch in der Saison geliehen war. Aber Kjær kann ich versuchen, den Vertrag zu verlängern. Der will auch nicht. Dann versuchen wir es erstmal bei denen, die wirklich wichtig sind, weil die Verträge laufen aus. Pedro Henrique würde ich gern behalten, will noch nicht. Görles will auch nicht den Vertrag verlängern. Leistner will den Verein verlassen, auch den werde ich behalten. Auf die 6 Millionen bin ich dann auch nicht angewiesen. Bei Günther, da wird es mir echt wehtun. Ist nicht verfügbar, ist nur unterwegs. Er will auch den Verein verlassen. Bei Günther und Griffiths müsste ich mir eigentlich Gedanken machen, aber wo soll ich Ersatz hernehmen? Ich gehe gleich mal am Transfermarkt gucken. Nielsen, irgendwie will keiner gerade so recht verlängern. Da muss ich im Winter nochmal versuchen. Aber wie man sehen kann, Singh will verlängern. Ausgezeichnet. Stammspieler nicht, aber du kriegst ordentlich Kohle. Nämlich das Gehaltsbudget nach oben pushen, damit wir die Spieler auch vernünftig bezahlen und die bei uns bleiben wollen. Angebot unterbreiten. Bis 32 kann er locker bei uns spielen. Und Griffiths, ich versuch's nochmal. Nein, der will nicht mehr. Was sagt der Chat dazu? Soll ich Griffiths und Günther lieber verkaufen und das Geld mitnehmen? Es sind ja nochmal 30 Millionen. Das würde unser Transferbudget fast verdoppeln. Oder lieber die Saison mit denen durchziehen, versuchen in der Champions League möglichst weit zu kommen. Also ich tendiere im Moment zur zweiten Option. Die sind noch im Urlaub. Görles geht erstmal in die Reserve. Lopez braucht Sprachstunden. Griffiths geht natürlich wieder in den Sturm dann. Lopez auf die Bank. Und Villas, ja, Villas brauchen wir eigentlich nicht mehr. Der geht auf Tribüne. Bank ein bisschen ordnen. Pierre in die Mannschaft. Toljan geht erstmal auf die andere Seite. Stark und Gießen sind schon gut mit dabei. Mit Engelhardt haben wir einen guten Ersatz. Zweite Mannschaft. Ja, schon ist Daniel nur noch dritte Wahl. Weiß nicht, Görles nochmal ein Jahr verleihen, aber der läuft der Vertrag aus, geht nicht. Daniel könnte ich verleihen. Oder Bach. Verleihen wir Bach mal. Spieler anbieten. Zur Leihe. Nord will keiner haben. Ost, West, West, Bayern. In der dritten Liga will den bestimmt keiner haben, da ist er zu schwach. Versuchen wir mal hier unterzubringen. Muss auch kein Gehalt zahlen. Gut, der ist schon mal weggebracht. Untergebracht. War das erledigt? Okay, gucke kurz nach Spielern. Seat Kolasinac spielt bei Alkmaar eine Reserve? Was ist denn bei dem schiefgelaufen? Den kann ich mir nicht holen, hat zu viel Talent. Aber was ist denn bei Kolasinac schiefgelaufen? Ist nach Istanbul gegangen. Das hat dann das Ende bedeutet der Karriere. Hat gar nicht gespielt. Und jetzt ein Spiel bei Alkmaar nur. Armer Kerl. Dann Dada, Hoff. Bei Hoffenheim 2 ist der.
Könnte ich mir leisten, hat aber zu viel Talentsterne. Meine eigene Beschränkung hindert mich daran. Hat sich aber auch nicht so richtig durchsetzen können. Ich kann noch mal reingucken. 11 Spiele, 13 Tore bei der zweiten Mannschaft. Warum auch man den in der zweiten Mannschaft hat, ist mir ein Rätsel. Torriecher 90, sollte das stimmen. Es sind nur noch 2 Punkte. Aber es wäre ein Top-Stürmer. Richtig krasser Spieler. Und Bentaleb wurde noch gefragt. Nabil Bentaleb spielt immer noch bei Schalke. 33 Millionen wert. 80 Spiele, 5 Tore. Scheint da angekommen zu sein. Letzte Saison durchgespielt. 5 Vorlagen, 3 Tore geschossen. Gut. Zweite Mannschaft. Wo ist eigentlich mein... Ach, Turan spielt gleich mal im Sturm. Das ist auch eine gute Möglichkeit. Wenn ich den auch noch als LA schulen kann, als Linksaußen, finde ich jetzt nicht so schlecht. Haben wir hier eine Reserve für oben? Klingt gut. Bei Villas muss ich mal kurz in die Teamdynamik gucken. Erstmal müssen wir hier Gespräche führen. Körperlich stärker werden, das muss mal eben sein. Das bringt doch einiges. Vor allem möchte ich das bei meinen jungen Spielern machen, das darf ich nicht vergessen. Engelhardt muss ich das machen. Bei Stark natürlich auch. Und bei Gießen. Pelé wird ja auch länger bleiben noch. Und Rese. Ne, den heißen wir erstmal willkommen. Teamhierarchie, da wollte ich reingucken. Da sehe ich Villas jetzt doch da. Einflussreicher Spieler ist er, aber wir haben Schopenhauer einen Führungsspieler und hier noch jede Menge andere. Heißt, ich könnte Villas verkaufen. Habe ich den Ersatz bei der Jugend? Nein. Aber 3 Innenverteidiger müssten theoretisch ausreichen. Villas verdient 1 Million. Gucken wir erstmal, was wir so kriegen können. Transfermarkt, Spieler suchen. Gucken wir mal kurz einen Namen nach, dann gehen wir mal wirklich auf die Suche. Welcher denn? Maximilian? Ist leider auch zu talentiert. Spielt aber bei der ersten Mannschaft. Hat er noch kein Spiel bestritten. Wäre echt interessant. Aber ich würde keine 4 Millionen ausgeben, weil unser Turan ist nicht viel schwächer. Ein Stück, aber ist halt auch noch jünger. Und kann halt 2 Positionen spielen. So, jetzt aber Spieler suchen. Suchkriterien. Erstmal gucken wir nach Vereinslosen. Leider keiner. Und jetzt gucken wir mal insgesamt nach 75 aus Stuttgart. Alexei. Und RA. Uiuiui. Ein Dribbler auch noch dazu. Und rechts und links. Spannender Spieler, würde ich mal sagen. Das wäre der Top-Einkauf für uns. 18 Tore hat er auch schon geschossen. Und dann ist er erst 24. Den behalte ich schon mal aber richtig im Hinterkopf. Dem hierbei könnten wir uns mittlerweile auch leisten. Wäre aber in direkter Konkurrenz zu unserem Nachwuchsspieler Justin Gießen. Und kann halt nur die eine Position. Wer das denn? Oh, das wäre ein Upgrade für Torwart. Julian Chabot. Härte, Teamplayer, nicht nachtragend. Da sind schon gute Spieler dabei hier. Muss ich sagen. Bentolofer.
Ah, kann ich statt Villas holen, aber so ein Upgrade wäre es jetzt auch nicht. Der ist nix. King, leider verletzungsanfällig. Ja, es ist kein Upgrade zu unseren Stürmern. Carlos. Springt mir jetzt auch keiner ins Auge, der uns so wirklich sofort weiterhilft. Bis auf den ersten da. Aber wie bringe ich mich ran? Juck, unter. Muss ich mal kurz in die erste Mannschaft gucken. Wir haben da ja schon Möwald. Und Lopez haben wir gerade geholt. Zwar ablösefrei. Der könnte halt auch RA. Mit Nielsen haben wir da aber auch schon einen, der nicht ganz so gut drauf ist. Ach ja. Ah, der ist schon gut. 72 wäre der immer noch auf. Oder wäre immer noch das stärkste rechts außen wohl. Aber im offensiven Mittelfeld natürlich Top- oder Schulersatz. Stärker als Möwald noch. Weil der 79er Stärke hat. Aber für irgendwen muss ich ja das Geld ausgeben. Am besten, wer die Folge guckt, schreibt mal in die Kommentare. Sollen wir den holen? Alexei Michanchuk. Offensives Mittelfeld. Wir haben da jetzt schon 3 Spieler für. Er könnte auch noch rechts außen spielen. Statt Kjærk oder Henrique. Aber würde uns halt, ich schätze mal so 13 Millionen mindestens kosten. Aber wir haben halt nicht viele Möglichkeiten, noch Geld auszugeben. King könnte man noch holen, aber der hat mich nicht so wirklich überzeugt. Kann ich nochmal zeigen kurz, was für Möglichkeiten wir haben. Viele sind das nicht. Dem hierbei könnte man noch holen. Wäre auch nochmal ein Upgrade, würde aber Gießen so ein bisschen die Position verbauen. Dann müsste der halt wieder in die Reserve und da weiter Erfahrung sammeln. Hätte ich halt einen starken Backup zu Sing. Wäre schon mal eine Ansage. Würde halt heißen, Gießen geht wieder in die Reserve und dann da weiter. Oder soll ich zum Beispiel Arland Ayeti noch holen? Für die Innenverteidigung. Dann würde Villas uns verlassen. Und wahrscheinlich auch stark erstmal wieder in die Reserve wandern. Macht euch mal Gedanken in den Kommentaren. Ich freue mich drauf. 8 Herz brauchen wir nicht. Bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Bis zum nächsten Mal. Ja, da muss ich auch für heute langsam Schluss machen. Wird spät. Danke, dass ihr so zahlreich zugeguckt habt. War heute leider kein Spiel dabei. Aber die nächsten Spiele kommen dann wahrscheinlich erst nächste Woche. Dann vielleicht auch wieder ein Stream am Abend. Am Montag, Dienstag, ich weiß es noch nicht. Ein schönes Wochenende euch.